Also ich habe mich jetzt entschieden, das Nummernschild hier nicht hinten dran zu machen, sondern hier an die Seite. Weil das Heck, das läuft mir zu spitz zu und das sieht dann so kacke aus, wenn das irgendwie so breit wird wieder. Und ja, bei dem Winkel wird es wahrscheinlich auch Ärger geben, weil der einfach zu flach ist. Ich mache das jetzt einfach hier an die Seite. Die Blinker mache ich dann irgendwo hier hin, mal schauen. Ja, hier so an die Seite mache ich es dran. Dann gehe ich mal hier rüber durch die unaufgeräumte Werkstatt. Hier hinten habe ich schon ein paar Bleche rausgesucht. Das hier ist alles mein Material. Ich lege mal kurz das Licht hier hin. Das sind alles so Restmaterialien, die ich habe. Die finde ich manchmal auf dem Wertstoffhof oder ich weiß gar nicht. Manchmal irgendwo habe ich immer Alu her. Ich weiß auch nicht wieso. Das hier ist auch nur von der Sitzplatte von einem anderen Motorrad, was ich mal umbauen sollte. So, hier sieht man sogar noch ein Nummernschild, Umriss von einem anderen Projekt. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht genommen habe, das Blech. Ist eigentlich auch schön dick. Ja, aus den Teilen werde ich das jetzt zusammenbauen. Hier sieht man ja schon, ich werde jetzt ein Nummernschild, eine Platte aussägen. Also hier oben lasse ich dann auch noch eine Lasche dran, damit ich das Kennzeichenlicht anschrauben kann und auch das Ganze verschrauben kann, weil das wird ja aus mehreren Teilen entstehen. So, ich möchte das auch nicht aus einem kompletten Stück biegen, weil dann verschwende ich ein bisschen Material. Ich gucke jetzt mal, ob ich hier aus diesen Reststücken, die sind wahrscheinlich ein bisschen schlechter, aber vielleicht aus dem Reststück, vielleicht bekomme ich da irgendwas zusammen. Im schlimmsten Fall mache ich es dann doch nochmal aus einem ganzen Stück. Vielleicht, wenn ich das hier um 90 Grad drehe, dann kann ich das Ganze hier nehmen. Dann messe ich jetzt mal am Motorrad ein bisschen rum und überlege mir was und dann zeichne ich das hier an. So, ihr habt es jetzt gesehen, ich habe das Ding geschweißt. Ich bin kein Aluschweißprofi, aber das wird halten. Es wird ja auch am Ende eh nochmal gepulvert. Und das sieht man auch am Ende hinten nicht. Deswegen finde ich es ganz okay. Das kommt dann hier so dran. Jetzt habe ich da so eine Versteifung drin. Der linken Hand kriege ich diese Mutter hier nicht drauf. So, jetzt kriege ich es. So, das wird natürlich hier noch schön glatt gemacht, alles schön geschliffen. Hier die Ecke noch, da oben vielleicht noch ein bisschen. Und das ist jetzt sehr stabil so. Jetzt mache ich hier noch ein paar Bohrungen rein, damit ich dann auch hier diese Bohrungen reinmachen kann. Dann kann ich das Ganze daran montieren. Und diese Platte kommt hier davor. Hier mache ich noch eine Bohrung rein. Hier geht dann das Kennzeichenlicht geht dann von hier hinten durch und dann hier rein. Und dann lege ich es vielleicht hier irgendwie entweder innen drin rum oder hinten rum und das Kennzeichenlicht da dran. So, das sieht ganz gut aus soweit.
So sieht der Kennzeichenhalter jetzt aus. Ich glaube, das ist die bessere Variante, dass ich den hier an die Seite mache, damit das Heck hier oben schön frei ist. Ich habe mal kurz den Auspuff auch hier hingemacht. Das gibt auch noch ein Video zu dem Auspuff, damit ich hier so sehe, ob das alles so ein bisschen passt hier mit dem Abgasstrahl. Aber das sieht gut aus. Der ist auch sehr feste hier. Und die Schraube ist natürlich noch nicht angezogen. Ich habe hier extra das Kabel hinten durchgelegt. Entweder lasse ich es jetzt hier so drüber und montiere das Nummernschild einfach drüber, oder ich schneide nochmal hier einen kleinen Kanal rein mit der Stichsäge. Hier unten kommen die Kabel rein. Da. Ich gucke mal, wie es ist, wenn ich das Schutzblech montiere. Aber eigentlich, die sind so dünn, die Kabel, da sollte nichts passieren. Und das Kabel verlege ich dann natürlich hier hinten dran noch, bis nach oben. Ich schleife den jetzt hier noch zurecht, mache hier so ein bisschen alles glatt. Hier die Kontur stimmt noch nicht ganz. Hier überall außenrum entgrate ich das Ganze. Dann pulver ich den schwarz. Und dann zeige ich euch nochmal das Gesamtbild, wie er am Ende aussieht. Unten ist schon fertig, oben muss noch gebrannt werden. Ich habe nur die Seite gepulvert, weil das Blech nicht richtig in meinen kleinen Ofen passt, und den großen Ofen wollte ich jetzt nicht nur für die kleinen Teile abmachen. Die Seite sieht man zwar nicht, eigentlich hätte ich es gern gepulvert, aber ging halt jetzt schneller so. Das hier sind auch die Schrauben für das Kennzeichen. Deswegen mache ich das nur so ein bisschen fester, weil ich ja das Ganze nochmal abmache, wenn das Kennzeichen montiert wird. Das Kennzeichenlicht, das schließe ich so an, dass hier unten kommen die beiden Kabel daraus. Und hier mache ich jetzt einen Kabelschuh drauf im 5er, damit ich den an diese Schraube hier anschließen kann, weil hier ist überall auch Masse an diesem Blech. Das heißt, ich muss dann nur noch quasi das Plus hier komplett einmal durchführen. Dann nehme ich eine ganz dünne Ader und dann ist es nur eine Ader und nicht zwei. Das ist einfach dann dünner und man sieht es noch weniger, und deswegen mache ich das. Außerdem, dieses LED-Licht braucht auch nicht so dicke Kabel hier. Da ist so wenig Strom, was durchläuft. Das geht auch mit einer ganz dünnen Leitung. Also ich mache jetzt unten den Kabelschuh noch dran und leg die Leitung hoch, und dann ist das erledigt und es leuchtet, sobald das Licht angeht. So, jetzt zeige ich es nochmal hier. Masse, also es ist auf Messgerät hier eingestellt auf Piepsmodus. Und wenn ich jetzt hier auf eine Schraube gehe und an den Motor zum Beispiel, dann piepst. Das bedeutet, es läuft überall durch, und deswegen kann ich auch auf jeden Fall unten diesen Kabelschuh dran machen. Habe schon den negativen Pol hier von dem Licht angeschlossen. So sieht der Kennzeichenhalter jetzt aus. Kennzeichen kommt nächste Woche hoffentlich dran. Kann ich das Teil auch mal auf der Straße fahren. Falls es euch gefallen hat, wie immer, Daumen hoch, abonnieren. Dann wisst ihr auch, was bei den nächsten Videos hier, Kabelbaum oder andere Sachen, wie es weiterläuft. Kann natürlich sein, dass das auch jetzt schon alles passiert ist. Auf jeden Fall, es werden weitere Videos kommen zu notfalls anderen Motorrädern. Dann bleibt ihr immer auf dem Stand und seht, wenn was Neues online kommt.